Wer von euch war noch nicht in Berlin? Diese Einzigartigkeit dieser Stadt, das Nachtleben, das mittlerweile sogar offiziell immaterielles Kulturerbe ist, das Flair, die Exzesse. Ja, Berlin ist besonders und berühmt. So berühmt, dass wir heute gleich 3 Filme haben, die sich mit der Clubkultur befassen und in Berlin spielen oder vielleicht auch eine Abgrenzung darstellen. Aber könnt ihr mir sagen, was es damit auf sich hat, dass laufend Menschen ihre Haare abrasieren oder abrasiert bekommen? Egal, wer nicht so auf das Berlin-Flair steht, findet heute noch 4 andere Streifen. Einige davon durchaus sehenswert. Bleibt gespannt. We're here, we're queer, we're proud of it. And now we're gonna talk out loud about it. So step inside, have no fear. It's all love and no hate. Go queer. Im Frühjahr 1986 explodiert ein Reaktor des Atomkraftwerkes Tschernobyl. Die Welt ist noch in Ost und West aufgeteilt und eine diffuse, kaum greifbare Bedrohung liegt in der Luft. Das ist das Setting, in dem die 15-jährige Maria ihre erste große Liebe erlebt. Sie lebt in einem kleinen, belanglosen Ort irgendwo in Finnland. Eines Tages kommt eine neue in die Klasse. Trotz anfänglicher Skepsis verliebt sich Maria in Mimi. Diese wurde von ihrem Vater wie ein Stück Gepäck im heruntergekommenen Haus ihrer Großmutter abgeladen. Dort wohnen auch Onkel und Tante. Mimi wird von ihren Verwandten schnell klargemacht, dass sie nicht willkommen ist. In ihrer Oma aber findet sie Halt. Maria und Mimi binden sich immer stärker und können sehr bald nicht mehr ohne einander. Die eine wohlbehütet im sich kümmernden Mittelstand, die andere emotional allein in der sozialen Unterschicht. Nach einem gemeinsamen Ausflug, der fast wie ein Ausbrechen aus der Konvention wirkt, und dem Tod ihrer geliebten Oma erkennt Mimi, dass sie keinen Platz in dieser Welt hat. Die Konsequenz scheint unausweichlich. 20 Jahre später kehrt Maria in ihren Heimatort zurück und muss sich ihren Erinnerungen stellen und mit den eigenen Schuldgefühlen auseinandersetzen. Dieser feine, leise Film macht seinem Namen alle Ehre. Der Kargheit der sozialen Umgebung, die sich gleichzeitig mit wunderschöner Natur im gleißenden Licht umrahmt, gibt dem Film das passende Setting. Denn es geht um Unterschiede, Klassismus ist allgegenwärtig, aber dennoch ist der Film auch voller Freude und Hoffnung. Demgegenüber scheint die lesbische Beziehung zwischen den beiden jungen Frauen gar nicht problematischer zu sein. Dennoch gibt es Gefahren für die junge Liebe und die Unterbrechungen des super tollen 80er-Soundtracks durch diffus Gefährlichkeit verbreitende Radiodurchsagen verstärkt die Unsicherheiten. Light, Light, Light ist eine melancholische, gefühlsansprechende Coming-of-Age-Geschichte, in der am Ende alles Licht verschwunden zu sein scheint. Ein wirklich tiefgängiger, richtig guter Film, der sich lohnt, gesehen zu werden. Am besten am 27. Juli um 22 Uhr im RBB-Fernsehen oder anschließend online. Hyvät kuulijat, jos pelkäätte A. rakkautta tai B. ydinräjähdyksiä, voitte nyt sulkea vastaanottimenne ja jättää minut. Moi, hei, tervetuloa kotiin. Tässä taitaakin olla meidän uusi oppilas Miranda. Voitko tehdä mulle palveluksen? Näyttele mun ystävää. Hyvät kuulijat, jos toinen antaa avaimen, ota se. Jos toinen näyttää haavansa, paina omasi sitä vasten. Mä vaan haluaisin johonkin pois. Johonkin tosi kauas. Kaikki kaverit muuttaa täältä pikkuhiljaa pois. Mä oon täällä. Et sä oot tänne jäämässä. Millaista elämää sä haluaisit elää? Miltä susta tuntuu, että sun äiti on sairas? Miltä susta tuntuu, kun sä roikotat sun päätä ikkunasta? Miltä tää susta tuntuu?
Warum nicht mal einen Film mit einer Frontalaufnahme eines Handjobs beginnen? Jetzt könnte man pauschal sagen, das ist halt Berlin. Wobei ich mir viele Filme vorstellen kann, die so beginnen. Meine Güte, Sexszenen sind in den hier vorgestellten Streifen ja schon Standard geworden. Aber in diesem konkreten Fall befinden wir uns wirklich in Berlin. Moritz ist gerade hierher zu seinem Freund Jonas gezogen. Jonas ist hingegen ein Arschloch auf Ego-Trip, denn er dumpt kurze Zeit später seinen Boyfriend, weil er sich nicht sicher ist, ob er das wirklich will. Dabei ist Moritz ein richtig hübscher, was der Film einem richtig aufdrängt, indem er eine Person nach der anderen Interesse an Moritz zeigen lässt. Dieser befindet sich nun gezwungenermaßen auf Findungsphase in der fremden Stadt, knüpft Kontakte, bandelt zunächst mit Noah, einem Mit-30er, an, bleibt aber rastlos und verändert sich und sein Aussehen. Es folgen weitere Streifzüge durch die Berliner Clubszene, ein cringes Wiedersehen mit seinem Ex Jonas, der ihn plötzlich zurückhaben will, was Moritz ablehnt, und dann ist der Film auch schon zu Ende. Hauptthema ist wohl, wie Moritz, zunächst eine Person, die sich hauptsächlich anpasst, um ihrem Freund und anderen zu gefallen und dabei voll Vanilla wirkt, immer mehr zu sich selbst findet und ihren eigenen Weg geht, indem er von anderen gepusht wird, bestimmte Dinge auszuprobieren und dies dann für sich übernimmt. Fetische inklusive? Ja, klar. So ganz geht das Konzept nicht auf, möchte ich meinen. Da gibt es viele andere Coming-of-Age-Porträts, die das besser umsetzen. Und was soll dieser radikale Aussehenswechsel mitten im Film? Da steht plötzlich eine komplett andere Person vor der Kamera mit Tattoos, kurz rasierten Haaren und einem vollkommen anderen Verhalten. Klar, Menschen verändern sich, manche auch ziemlich krass, aber ihr könnt mir doch nicht erzählen wollen, dass das hier noch Moritz ist. Dabei Chapeau an den Darsteller Lorenz Hochhuth, diese Änderung so krass herüberzubringen. Ich dachte wirklich zunächst, hier wurde ein anderer Schauspieler eingesetzt. Charakteristisch ist in Drifter der Blick in das Berliner Clubleben. Es wird viel gefeiert, viel zusammen gesessen und gechillt und es werden viele Drogen genommen. Auf der einen Seite fühlt sich das wirklich wie Berlin an und erinnert zum Beispiel an Berlin Calling. Auf der anderen Seite geht es mir dann doch auf den Wecker, dass wie auf Zwang laufend davon geredet wird, Speed oder Ketamin oder andere Drogen zu nehmen. Klar sind Drogen vollster Bestandteil der Berliner Clubszene, aber das kann man organischer umsetzen und muss man dem Zuschauer nicht so unter die Nase reiben. Versteht ihr? Alles in allem geht Drifter ein bisschen im Durchschnittsgesprudel unter. Es gibt bessere Filme, die schicke und süße Jungs zeigen. Es gibt bessere Coming-of-Age-Porträts, wie schon erwähnt, und es gibt bessere Filme, die das Berliner Nachtleben einfangen. Da die euch allerdings diesen Sommer nicht kostenlos in der Mediathek zur Verfügung stehen, könnt ihr euch Drifter am 31. Juli 23:15 Uhr auf BR und anschließend online ansehen. Ich will einfach jetzt nicht ein ganzes Jahr wieder allein sein. Wie alt bist du eigentlich? 22. Wohnst du eigentlich alleine oder in der WG? Nee, mit meinem Freund zusammen. Ich weiß einfach gerade nicht, ob ich das so will. So eine Beziehung. You mostly into guys, right? Yeah, I'm gay. Alexis is gay too. He's the most straight gay guy I could find. It's just about the trust. It's hard to find someone that you can trust. Der autobiografische Film des mexikanischen Regisseurs Harry Sama, der in Mexiko-Stadt aufwuchs und seine Teenagerjahre inmitten der Movida Mexicana, der mexikanischen Bewegung der 1980er Jahre, verbrachte, bringt ein völlig neues Flair auf die Mattscheibe. Es heißt sogar von Seiten der US-Kritik, er habe ein neues Filmgenre erfunden. Seit seinem Erscheinen 2019 hat This Is Not Berlin beim Sundance Festival prämiert und einige Preise auf anderen Festivals gewonnen.
unbeabsichtigt hat die LGBTI-Community diesen Film in den USA als Aushängeschild angenommen. Die Fußball-Weltmeisterschaft 1986 kontrastiert als Hintergrundgeräusch mit der Welt der barrierefreien sexuellen Befreiung, die der junge Protagonist bei seinen ersten Besuchen im El Azteca, einem Underground-Nachtclub, entdeckt. Für ihn offenbart sich hier eine völlig neue Welt, voll sexueller Offenheit, Drogen und Abkehr von den Konventionen der Eltern. Die jungen Menschen, die hier porträtiert werden, wollen vor dem Autoritarismus ihrer Eltern fliehen, weil er ihnen Angst einflößt. Enge Beziehungen zur Elterngeneration sind kaum möglich und die Jugendlichen suchen ihre eigenen Wege und Kulturen in der Abkehr von der vorangegangenen Generation. Dabei kommen viele aus der oberen Mittelschicht, der Intellektuellen. Und so verschieben sich die Lebensinhalte der Hauptfigur vom strukturierten Leben hin zu den Exzessen des Undergrounds, bestehend aus Party, Drogen und Sex. Dabei steht auch die Selbstfindung im Fokus und einige Lehreinheiten zu Freundschaft und Loyalität. Dieser Film hat eine ganz eigene Aura und wartet mit tollen Bildern und sehr coolen Soundtrack auf. Er läuft am 3. August um 22 Uhr im RBB und anschließend in der Mediathek. ¿Sí se va a armar? Me dijiste que si lo arreglaba nos ibas a llevar al Aztec. No mames. ¿Este bar es gay? Este bar es de todas las cosas. ¿Tú también eres barman aquí? No. Soy algo así como un asesor espiritual. ¿Tú a dónde fuiste anoche? Fuimos a una fiesta con Rita y su novio. Nuestras existencias están condenadas a penar aquí en Lomas Verdes. Pues no tenemos que hacer todo juntos. Pues chinga tu madre. ¿A qué se referían el otro día con eso de que todos están muriendo? Al SIDA. ¿Estás bien? Lawrence Anyways aus 2012 von Xavier Dolan ist der vermutlich poetischste, bildgewaltigste und gefühlstiefste Film zum Thema Trans, der jemals gedreht wurde. Lawrence ist gefeierter Autor und Literaturdozent und sehr verliebt in seine Freundin, die feurige und leidenschaftliche Fred. An Freds Geburtstag enthüllt Lawrence ihr sein größtes Geheimnis. Er habe sein ganzes Leben lang gespürt, im falschen Körper geboren zu sein und möchte sein Leben als Frau neu beginnen. Fred wirft ihm vor, schwul zu sein und nimmt die Nachricht sehr schwer. Sie trennen sich für kurze Zeit, doch Fred kommt, sehr zum Leidwesen ihrer Mutter und Schwester, zu dem Schluss, dass sie für Lawrence da sein muss. Ihre Romanze lebt weiter und Fred wird Lawrences größte Unterstützerin. Fred bringt Lawrence das Schminken bei und kauft ihr eine Perücke. Sie drängt Lawrence, sich so zu kleiden, wie sie wirklich ist, in weiblicher Kleidung. Lawrence erscheint eines Tages im Kleid zur Arbeit. Alles scheint gut zu laufen, bis die Schulbehörde sie aufgrund der negativen Reaktionen auf ihre Geschlechtsangleichung entlässt. Fred, die unter beruflichen Enttäuschungen und dem Schwangerschaftsabbruch leidet, verfällt in Depressionen, verlässt Lawrence und zieht weg. Fred heiratet Albert und bekommt mit ihm einen Sohn. 5 Jahre später ist Lawrence, obwohl sie mit Charlotte zusammenlebt und eine romantische Beziehung hat, immer noch tief in Fred verliebt. Sie verfolgt sie regelmäßig und parkt oft vor ihrem Haus. Nachdem sie ihren Gedichtband veröffentlicht hat, schickt sie ein Exemplar an Fred, die die geheime Botschaft der Gedichte entschlüsselt, die für sie bestimmt ist, und sie kontaktiert Lawrence, die beiden treffen sich und fliehen auf die Isle of Black. Doch der romantische Ausflug führt ins Unglück, denn Fred enthüllt, dass sie schwanger war, als Lawrence ihr ihre Geschlechtsidentität enthüllte, woraufhin Fred abtrieb. Lawrence verlässt Fred in der Nacht. Die schauspielerische Leistung ist großartig und zu Recht preisgekrönt, wie auch das filmische Meisterwerk.
Dolan vermag es wie kaum ein zweiter, den Zuschauenden ein aufwühlendes Filmerlebnis zu verschaffen. Viele Szenen sind atemberaubend und treffen direkt ins Herz. Dieses visuelle Feuerwerk voller Emotionen sollte dringend auf der Liste zu schauender Filme stehen. Die Chance dazu habt ihr am 10. August um 22 Uhr im RBB Fernsehen. Also, wie lautet Ihr vollständiger Name? Laurence Emmanuel James Alia. Hust, erklärt zu viel. 300 Seiten, damit wir begreifen, dass die Tür Tataf in den Arsch fickt. Das ist Folter. Glückwunsch, Laurence. Ist nur ein kleiner Preis. Stoßen Sie heute Abend auf uns an, wenn Sie ihn einsacken. Überraschung! Santé, Sherry! Schon als ich dich das erste Mal gesehen habe, Fred, hatte ich das Gefühl, dass es klappen würde. Ich liebe dich, aber ich muss dich lieben, wie ich bin. Ich will eine Frau sein. Soll ich mich jetzt damit quälen? Soll ich mich fragen, ob ich eine schlechte Mutter war? Ist mir egal! Ich will wieder neben ihm aufwachen. Und dein Vater? Dein Vater akzeptiert dich nie als Frau. Ich brauche dich doch auch, Fred. Ohne dich schaffe ich das nicht. Wir ziehen das gemeinsam durch. Das ist ein Schock. Mann, oh Mann. Ist das eine Revolte? Nein, Sir. Das ist eine Revolution. Unsere Generation kann damit umgehen. Wir sind bereit. The sky is the limit. In dieser Aufmachung gehst du seit... Erst seit heute. Wollen wir Papa überraschen? Ich könnte mit ihm mitkommen. Was ist der Kommentar, den du dir am häufigsten anhören musst? Das ist speziell. Also, das finde ich auch. Das ist speziell. Die hatten wir zunächst zurückgehalten. Wir wollten sie nicht belasten. Was ist das? Ein Zeitungsartikel? Es wird alles gut, Laurence. Wir lachen nicht mehr gemeinsam. Leck mich, Alter, du siehst ja aus, ey. Mama, ich bin's, Laurence. Darf ich einfach vorbeikommen? Geht es? Mama, es ist wichtig. Es ist wichtig. Ich hatte nie das Gefühl, dass du meine Mutter warst. Ich nie das Gefühl, dass du mein Sohn warst. Für mich warst du mehr meine Tochter. Es gibt niemanden, der uns das kaputt machen kann, verdammte Scheiße! Außer dir! Außer dir! Du hast das hier gewollt, Laurence. Wir haben es versucht, wir haben es gemacht, aber du kannst nicht alles haben. Ich habe mich entschieden, im Körper einer Frau alt zu werden. Aber auch Frauen altern. Aber vorher sind sie erblüht. Hast du schon mal deinem Freund eine Perücke gekauft, ja? Und hattest du schon mal Angst, dass er zusammengeschlagen wird, wenn er auf die Straße geht? Und du ihn nicht in einem Stück wiederkriegst? Willkommen zu einer ausgeprägten Naturdoku des Rio Douro an der spanisch-portugiesischen Grenze. Mit enthalten 2 paarungswillige, nackte Männer im Sand. Aber dazu später. Auch wenn ich jetzt eure Aufmerksamkeit vielleicht habe, erwartet nicht zu viel vom Ornithologen. Es sei denn, ihr habt Theologie studiert. Dann könnte das Ganze durchaus spannend für euch werden. Sofort lernen wir Fernando kennen. Er ist besagter Ornithologe und Kanut auf dem Rio Douro, um Vögel zu beobachten. Das zieht er ganze 16 Minuten durch, ohne dass groß etwas anderes passiert. Fantastische Landschaft übrigens. Ich bin begeistert. Dann gerät er allerdings in Stromschnellen, weil ihn ein Schwarzstorch ablenkt. Blub, weg ist er und die Kamera wechselt auf Lin und Fei. 2 Chinesinnen, die auf dem Jakobsweg unterwegs waren, sich aber verlaufen haben. Meine Güte, sind die weit vom Weg abgekommen. Schaut euch das mal auf der Karte an. Immerhin, ein paar tolle Reisefotos haben sie mitgebracht. Auch sehr interessant als stilistisches Mittel im Film eingebunden und eine willkommene Abwechslung zu den Natureinstellungen. Nun finden sie Fernando bewusstlos im seichten Wasser liegen, holen ihn nach leichtem Zögern da raus und dann wird es weird. Irgendwie verlieren sie ihre Rolle der unbedachten Touristen und plötzlich hängt Fernando überaus kunstvoll gefesselt am Flussufer. Kurz vorher war noch von Waldgeistern die Rede und dass irgendwas vor sich geht.
Aber es besteht kein Zweifel, dass das Fesselwerk von den Chinesinnen stammt. Während es Fernando gelingt, sich zu befreien, beim Fluchtversuch dämlich zu verhalten und trotzdem nicht entdeckt zu werden, wird noch deutlich, dass die beiden ihm den rechten Weg des Glaubens zeigen wollen und, wenn er sich weiter uneinsichtig zeigt, ihn kastrieren wollen. Nun hat der Film schon eine halbe Stunde rum und mit jeder weiteren Minute wird es seltsamer. Fernando findet Bruchstücke seines Kanus, stößt abends auf verkleidete Menschen, die ein Ritual abhalten, versteckt sich und wird von oben angepinkelt. Und schon hier habe ich mich gefragt, ob wir einfach nur in einer Fetischshow des Regisseurs João Pedro Rodrigues gelandet sind. Fernando kommt endlich an die Startstelle seiner Kanufahrt und stellt fest, dass sein Auto fehlt. Fragt mich nicht, warum er auf der Suche nach Zivilisation nicht die bekannte Straße weiter zurückgeht, sondern am Fluss bleibt. Er trifft dort auf den taubstummen Ziegenhirten Jesus, geht mit ihm baden und wir kommen an die Stelle der nackten Männer im Sand. Als Jesus dann allerdings einen Pulli anzieht, den Fernando als den seinen identifiziert, kommt es zum Gerangel. Jesus zückt ein Messer, um sich zu verteidigen, doch dieses trifft am Ende ihn selbst und er stirbt. The fuck? Fernando zieht allein weiter, kommt an ausgestopften Tieren aller Art und einer verwitterten Gebetsstätte vorbei, macht Bekanntschaft mit einer weißen Taube, die erst einen gebrochenen Flügel hat, dann doch nicht und ihm dann nicht von der Seite weicht. Dann erscheinen Amazonen mit freiem Oberkörper auf der Jagd. Warum auch nicht? Eine erschießt Fernando, der dann aber doch lebt und von ihr auf Latein angesprochen wird. Warum auch das nicht? Ab hier an heißt er plötzlich Antonius und spätestens jetzt wird deutlich, dass es sich um den in Portugal bedeutsamen Sankt Antonius handeln muss, der, und jetzt haltet euch fest, auch als Fernandus geboren wurde. Nach etwas Recherche ist klar, einiges im Film ist der Geschichte um den Heiligen nachempfunden, vielleicht sogar parodiert. Aber wer damit keine Berührungspunkte hat, wahrlich, auf die meisten wird der Film mit zunehmendem Fortgang einfach nur wirken. Wenige Insider werden vielleicht Dinge wiedererkennen und sich daran erfreuen. Oder man nimmt ihn wirklich als Fetischanreiz. Nicht zuletzt hat die Kritikerin Christiane Peitz vom Tagesspiegel gesagt, Zitat, es wurde Zeit, dass mal einer die latente Homoerotik des Katholizismus in Kinomagie übersetzt. Treffer und versenkt, würde ich sagen. Nicht zuletzt machen die SchauspielerInnen alle einen guten Job und so ist der Film immerhin handwerklich solide. Und wer doch weiter nach dem rationalen Zusammenhang sucht, dem antwortet einerseits der Film selbst mit dem Zitat, manches muss man nicht versuchen zu verstehen, es geschieht einfach und man glaubt daran. Andererseits erinnert Fernandos Freund Sergio ihn immer wieder per SMS daran, seine Tabletten zu nehmen. Und jetzt ratet. Also vielleicht einfach nur ein schizophrener Fiebertraum. So fühlt sich der Ornithologe auch an. Ihr könnt ihn am 17. August um 22 Uhr auf RBB durchleben. Tango is here, the spirit of the forest. Why did you tie me up like this, Faye? We cursed. 有一天，他会找回到他的路的。 Estou. Está-me a ouvir? Estou numa praia fluvial onde parece ter acontecido uma espécie de ritual que não entendo. Encontrei o meu BI com os meus olhos queimados e sem a impressão digital. As chinesas tinham razão, passa-se aqui algo estranho. Bom, tens que me ajudar. Há por aqui alguma aldeia? O
fogo do espírito é um mistério que nunca conseguiremos compreender, mas apenas deixá-lo livremente atear-se em nós. Apropos Fiebertraum. Wir sind mal wieder zurück im Berliner Nachtleben. Hier versucht sich Luis nach einem Streit von seinem Freund zu Hause in Spanien abzulenken, denn die Drinks sind billig, die Clubs machen nie zu und die Drogen sind fast geschenkt. Die Warnung von Elena, dass das Zeug zum Realitätsverlust führen kann, schlägt er in den Wind. Elena ist übrigens zusammen mit Kostas in Berlin, weil sie nach ihrem vermissten Bruder Dimitri suchen. Der wurde zuletzt mit einem Typen gesehen, den auch Luis schon kennengelernt hat. Viktor stammt aus der Ukraine, ist ohne Papiere in Deutschland und hat daher keinen Bock, auch nur im Entferntesten mit der Polizei zusammenzutreffen. Was Dimitri angeht, beteuert Viktor seine Unschuld. Aber der Typ ist legit sass und Luis, der sich blöderweise in ihn verliebt hat, ist hin und her gerissen zwischen Vertrauen und Argwohn. Mehr will ich euch gar nicht spoilern. Lose Your Head versteht es auf jeden Fall, eine Menge Foreshadowings einzustreuen und mit den Zuschauenden zu spielen, sie auf falsche oder auch richtige Fährten zu locken und sie ein Stück weit auch an allem zweifeln zu lassen. Zum Ende hin wird das Ganze irgendwie zu krass verrückt, aber das ist Absicht. Und wenn der Abspann kommt, versteht man, dass man selbst das Spielzeug der Regisseure Patrick Schuckmann und Stefan Westerwelle war. Apropos Regisseure. Ich musste bewusst vergleichen, ob es dieselben sind wie im eben vorgestellten Film Drifter. Denn auch hier sind die Berliner Clubszene und Drogen präsent. Die Aufmachung ist verblüffend ähnlich und auch hier verliert die Hauptperson ihre wallenden Haare. Immerhin bleibt sie selbst, beziehungsweise sind Änderungen in ihrer Persönlichkeit doch besser erklärbar. Lose Your Head tendiert zum Thriller und erzeugt definitiv Spannung. Man kommt auch hier immer mal wieder an What-the-fuck-Momente, aber die lassen sich später immerhin irgendwie erklären oder interpretieren. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht selbst euren Kopf verliert, wenn ihr den Streifen am 24. August um 22 Uhr im RBB-Fernsehen schaut. You don't get in? I'm with her. Okay. It's the complete absence of fear. Like there is no border between you and the other. Guess what happened to me yesterday? I fell in love. I'm cold. Then you better go home. Dimi? I thought you were someone else. Dimitri disappeared 3 weeks ago on his way home from a club. I want you to trust me. Cameron! Do you trust me? He doesn't want you to find him, so fuck off. You're gonna lose your head. When Night is Falling ist definitiv der Prototyp des modernen Lesbenfilms und war mit seinem Erscheinen 1995 einfach ein Meilenstein. Er bedient sich freilich einer klassischen Coming-out-Love-Story, wie sie auch in vielen anderen LGBT-Filmen den Rahmen vorgibt. Dennoch ist er besonders, denn bis dahin war nichts Vergleichbares zu sehen gewesen. Der Film erzählt die Geschichte von Camille, einer jungen Frau, die an einer christlichen Universität lehrt
und bald ihren Verlobten heiraten wird, was den Kaplan freut. Dann trifft sie die selbstbewusste und mysteriöse Petra in einem Waschsalon, verliebt sich und beginnt sich mit ihrer sexuellen Identität auseinanderzusetzen. Petra lebt im Umfeld eines Reisezirkus und ist das ganze Gegenteil von Camille. Natürlich kommt es zu Konflikten und als das Drama unausweichlich scheint, fügt sich doch alles zum Guten. Der Film besticht durch seine sensible Darstellung des Themas lesbischer Liebe, das in vielen Gesellschaften noch immer tabu ist, vor allem in bestimmten religiösen Kontexten problematisch ist. Die Beziehung zwischen Camille und Petra wird authentisch und einfühlsam gezeigt, ohne dabei klischeehaft zu wirken. Besonders beeindruckend ist die schauspielerische Leistung der Hauptdarstellerinnen, die die inneren Konflikte und die emotionale Tiefe ihrer Figuren glaubwürdig vermitteln. Visuell ist When Night is Falling schlicht, aber wirkungsvoll gestaltet. Die ruhigen, oft introspektiven Szenen laden den Zuschauer ein, in die Gedankenwelt der Protagonistinnen einzutauchen. Die Musik untermalt die emotionalen Momente perfekt und verstärkt die Atmosphäre des Films. Was den Film besonders macht, ist seine Botschaft der Toleranz und Selbstakzeptanz. Er fordert dazu auf, Vorurteile zu hinterfragen und offen für die Vielfalt menschlicher Gefühle zu sein. Trotz seines ernsten Themas bleibt der Film hoffnungsvoll und inspirierend, vor allem, Achtung Spoiler, wegen des Happy Ends. Insgesamt ist When Night is Falling ein mutiger, berührender Film, der wichtige gesellschaftliche Themen anspricht. Er ist sowohl für Menschen, die sich mit LGBTQ+-Themen beschäftigen, als auch für alle, die einen tiefgründigen, emotionalen Film suchen, sehr empfehlenswert. Und obwohl er mittlerweile 30 Jahre auf dem Buckel hat, ist er noch immer top aktuell. Ein Must-See, ein lesbischer Klassiker. Am 31. August um 22 Uhr im RBB Fernsehen. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Stelle des Kaplans mit einem Mann und einer Frau besetzt werden könnte. Und Camille, ihr Buch über christliche Ethik und ihr ganzes Verhalten als eine gute Christin bereichern nicht nur das College, sondern auch den Glauben. Aber es sollte nicht der Verdacht entstehen, dass sie sich den Freuden der Ehe hingeben, ohne wirklich verheiratet zu sein. Heirate mich. Ob wir den Job nun nehmen oder nicht. Oh, Martin. Ich muss noch drüber nachdenken. Martin, Ich habe sie im Waschsalon getroffen. Ich weiß nicht, ob Sie Ihre Kleider schon durchgesehen haben. Ich fürchte, wir haben sie aus Versehen ausgetauscht. Camille, ich möchte dich im Mondlicht sehen, deinen Kopf zurückgeworfen, deinen Körper in Flammen. Wie sehen Sie das Problem der Homosexualität? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das als Problem betrachten soll. Es ist etwas darin, was stärker ist, als ich es bin. Haben Leute wie du nicht manchmal bloß Freunde? Klingt wie ein Kumpelfilm. Ja, genau. Wie Thelma und Louise. Aber ohne Pistolen. Oh mein Gott, wenn das keine wilde Mischung ist. Schreibt uns gern eure Favoriten aus dieser Filmsammlung, gern auch unseren ersten Teil inbegriffen. In unserer nächsten Sendung im August gibt es wieder ein normales Format mit News wie gewohnt. Bis dahin, erholt euch gut, fangt euch keinen Sonnenbrand ein und habt Spaß. Euer Rob.